Ja, und damit sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Council. Und wir werden heute die ganze Geschichte nicht mehr länger hinauszögern, sondern mal eine Hand riskieren. Oder im Idealfall auch nur einen Blick. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir das Thema der Kreuzigung wählen werden. Zwar hätten wir dann einen Nagel hier. Einen Nagel hier. Und 17 war das Mittel der Wahl. Und nö. Hello. (17, 19) Jerusalem. Und wie geht's dann weiter im Text? (19, 17) Jerusalem. Jerusalem. Jetzt bin ich verwirrt. What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there, because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert 1 to choose a town, 1 to choose a chapter, and 1 to choose a verse. Okay, jetzt... Moment mal, geh mal weg da. Also, Kreuzigung. Chapter 19, 19, verse 17. 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, Genau. in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Jerusalem. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Das ist da oben. Okay. Chapter 19, Nein! verse 17. Oh, Himmelarsch. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Okay, zurück. Cross is stuck in the mechanism. I can't do anything. Okay. Dann probieren wir es halt jetzt nochmal. Also. Wir stecken die Nägel hinein. Jerusalem. Kapitel. Vers. It looks like there are 3 types of inscriptions.
Ich. Das würde aber schon stimmen. Und jetzt? The cycle of the moons has nothing to do with what I'm doing right now. The cross is stuck in the mechanism. I can't do anything. Wieso kann ich jetzt hier nichts tun? Dann probieren wir das doch nochmal ganz anders. Also, was haben wir alles für Möglichkeiten? Sie hat sich entschieden. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed one nail in Bethlehem, one in chapter 2, and one in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand. Genau. I really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. Okay. Jetzt probieren wir das nur mal aus. Also sie hat Beatley. Kapitel 2. Vers 6. Und es geht ein bisschen auf. Interesting. Louis, be very careful. I got the same result just before losing my arm. Hm. Das wissen wir ja schon. Also, Jerusalem, 19, 17. Passiert gar nichts. Das ist also komplett verkehrt. Gut, dann schauen wir mal, was wir noch so für Möglichkeiten haben. Themen. Kreuzigung haben wir schon. Chapter 1, Taufe. verse 9. Jesus was baptized by John in Jordan on the 9th of Hesvan, 3852. Abendmahl. Chapter 14, verse 22. On the 7th of Nisan, 3793, Jesus shared his Last Supper in the Cenacle in Jerusalem. Da. Dann. Kreuzigung. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Achso, warte Chapter mal. 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, Gut. where they crucified him, and two others with him, on either side, and Jesus in the midst. Das könnte natürlich auch noch sein. Moment, das probieren wir jetzt auch noch aus, bevor wir alle dumm ausprobieren. Schauen wir mal. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht.
Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Steht hier vielleicht auch irgendwo... Ah. Golgotha. 19. Alles klar. Und dann kommen nämlich doch die Mondphasen, wie ich schon vermutet habe. It works. Well done, Louis. I hadn't seen those other wheels. Try connecting the theme to see if it goes all the way. There must surely be a connection between the wheels. Natürlich. Das Rad mit den Symbolen. There are different icons on this wheel, but it looks like some of them can't be connected to the other wheels. Mother, what do you think? As I told you, I didn't get that far. Nevertheless, these icons do represent moments in the life of Christ. Naja. Okay, jetzt brauchen wir mal die Aufzeichnungen. Also, wir haben 8. Nisan, 26. März 33, 7. Schaban, 607. März. Gibt's hier sowas? Ja. 26. März gibt's. Dann brauchen wir jetzt hier die Mondphasen. During new moon, the moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states: waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with the full shadowed new moon. The moon shadow moves from west to east. Okay, dann haben wir den 7. Schaban. Schaban. Seventh of Shaban, 607, first quarter. Erstes Viertel. Okay. Zurück. Erstes Viertel. März. Jetzt muss ich aber noch mal kurz. Haben wir das? Ich muss noch mal schnell da reinschauen. The moon shadow moves from west to east. Der Mondschatten wandert von Westen nach Osten. Und das müsste schon passen, 26. März. So, jetzt müssen wir das Rad mit den Symbolen drehen.
Dornenkrone. Let's see what combination corresponds to the chosen theme. Let's see what combination corresponds to the chosen theme. Das wird so nix. Das wird so nichts. Normalerweise müsste das jetzt hier stimmen. 26. März. Was waren die anderen? Oktober, April. Da kommen wir nicht weiter. Also stecken wir jetzt einfach mal die Hand rein, oder? This wheel contains several symbols made up of one or two figures and one letter. The highest figure does not exceed 31, and each letter corresponds to a month of the year. A for April, and M for March. I think these symbols must represent a specific date. Given the difference between the number of icons and the number of towns, I think that only one path connects all the wheels with one another. Let's try to connect the theme I've chosen with the rest. Ja. Wir wagen es jetzt einfach mal. No risk, no fun. I can feel the lever at the bottom. Good luck. Ja, und wie das ausgeht, würde ich sagen, schauen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen, macht's gut und ciao, ciao.